Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für ein leckeres Focaccia-Brot mit Kirschtomaten. Die ideale Beilage für jedes Grillbuffet. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 1 Teelöffel Zucker sowie 250 ml lauwarmes Wasser dazugeben und dann mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 500 Gramm Mehl, 50 ml Olivenöl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder den Händen für 3 bis 4 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Wenn das erledigt ist, eine Kugel aus dem Teig formen, zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Jetzt ein Backblech mit Backpapier auslegen, etwa 1 Esslöffel Hartweizengrieß auf dem Blech verteilen, dann den Teig aufs Blech geben und mit den Händen von innen nach außen zu einem runden Fladenbrot flach drücken. Ungefähr 1 bis 2 cm dick. Danach willkürlich kleine Vertiefungen in die Oberfläche drücken. Als nächstes 125 Gramm halbierte Kirschtomaten auf dem Fladenbrot verteilen. Das ganze Brot mit reichlich Olivenöl beträufeln, bis alle Vertiefungen mit Öl gefüllt sind und zum Schluss noch etwas getrockneten Rosmarin und Thymian aufs Brot geben. Wenn das erledigt ist, das Focaccia nochmals mit einem Küchentuch abdecken, für weitere 30 Minuten ruhen lassen und danach für ca. 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben, bis das Focaccia goldbraun und schön knusprig ist. Das fertige Brot anschließend aus dem Ofen holen. So sieht es dann aus. Jetzt auf einem Gitter abkühlen lassen und danach am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.